Hallo ihr Lieben, voll schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber wenn es schade ist, dass ich euch nicht live begrüßen kann auf der Matte in dem wunderbaren Yoga-Studio im Yogapunkt in Vöcklabruck, freut es mich, dass ihr da seid und mit mir ein bisschen Yoga machen wollt in der sonderbaren, vielleicht auch teilweise aufwühlenden Zeit. Gebt euch ein bisschen Zeit für Entspannung, Yoga und für euch selbst. Gut. Kommt mal auf eure Matte in euer erstes Shavasana. Das bedeutet, ihr liegt euch auf dem Rücken und die Fersen sind zueinander und die großen Zehen schauen voneinander weg. Die Handflächen schauen nach oben. Das heißt, die Kräftigung, wenn ihr euch eine Handflächen auf die Matte legen wollt, dann heißt es, dass ihr euch erden wollt. Shavasana ist immer besser, wenn die Handflächen nach oben zeigen. Und dann versucht einmal, dass es im Moment ankommt, wo ihr es vergesst, was so bis jetzt immer abgelaufen ist und auf euch einer Matte ankommen. Das heißt, spürt einmal in eure Fersen rein, wie die auf der Matte liegen, die Ober- und Unterschenkel, wie die auf der Matte liegen, der Hintern auf der Matte liegt. Wirbel auf der Matte ankommt, eure Schultern fest gegen die Matte drückt und richtig spüren, wie die auf der Matte liegen und auch der Handrücken auf der Matte liegt, die Finger auf der Matte liegen. Und dann versucht wirklich, dass ihr eure Gedanken loslasst. Loslassen von dem Alltag, sonderbaren Situation und ankommen im Hier und Jetzt. Wenn Gedanken hochkommen, lasst es ruhig hochkommen, aber versucht, dass ihr euch vorstellt, dass sie wie eine Wolke sind, die dann wieder weiterziehen. Und dann macht es euch dir und dem Geist aus, jetzt für 4 Minuten mal ruhig liegen bleibt. Versucht, dass man irgendwo was juckt, das einfach jucken lassen, nicht hingreifen, kotzen. Oder wenn es euch vorkommt, mir liegt irgendwie unbequem da, dann einfach versuchen, das auszuschalten und wirklich jetzt für 4 Minuten euch Ruhe gönnen und ganz ruhig da. Atem ist immer da. Egal, ob Sie über etwas nachdenkt, er funktioniert ganz natürlich, ohne dass er euch anstrengt. Und er ist ja jetzt so. Wenn euch das einfacher fällt, dann konzentriert euch auf euren Atem. Ihr einatmet ganz natürlich und ausatmet. Beim Einatmen hebt sich der Bauch und beim Ausatmen senkt sich der Bauch.
Und dann kommt es ganz langsam wieder zurück. Beginnst das echt Zehen wackeln, ganz langsame, vorsichtige Bewegungen. Welche Füße beginnen zu drehen, zu bewegen. Oberschenkel aufwärmen. Wieder bewegen. Und den Rücken wieder bewegen. Den Kopf von links nach rechts wippen. Langsam die Hände bewegen. Und dann lass die Bewegungen größer werden. Eigene Füße zur Brust ziehen, von links nach rechts wippen, ganz langsam und vorsichtig. Und dann beginnen die Wirbelsäule entlang wippen. Und dann bis zum Sitzen hoch. Und dann kommt mal in eine Sitzposition, die angenehm ist für euch. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen was unterm Hintern legen, dass ein bisschen erhöht sitzt. Vielleicht eine Decke oder ein Handtuch oder wenn wer ein Yogakissen hat, dann kann er sehr gerne dort drauf sitzen. Und dann richten wir uns auf einen schönen, langen, geraden Rücken. Die Schultern ziehen weg von den Ohren und das Becken kommt ganz ein bisschen nach vorne. Also einen schönen geraden Rücken. Wir wärmen jetzt mal unseren Nacken und unsere Schultern auf. Dafür kommt nochmal der Kopf nach vorne. Und mit Einatmen kommt der Kopf auf die rechte Seite. Und mit Ausatmen den ganzen Weg rüber auf die linke Seite. Einatmen auf die rechte Seite. Ausatmen nach links. Ganz vorsichtig die Bewegungen. Einatmen rechts. Ausatmen links. Und dann probiert, dass das in euch eigenen Tempo macht. Noch 3 Mal. Und dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Dann schauen wir nur, sind unsere Schultern weg von den Ohren. Sind wir aufrecht im Rücken und ist das Becken ein bisschen nach vorne gekippt. Und dann kommt der Kopf auf die rechte Seite und im Ausatmen auf die linke Seite. Einatmen nach rechts. Ausatmen nach links. Einatmen nach rechts. Ausatmen nach links. Einatmen rechts. Ausatmen links. Gern dabei die Augen schließen und nur 3 Mal eigenen Tempo.
Und dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Und wir checken gleich nochmal, ist unser Rücken aufrecht, sind unsere Schultern weg von den Ohren und nur mal kurz ans Becken bringen. Und dann kommt der Kopf nach vorne. Und ausatmen kommt nach hinten. Entweder ihr legt den Kopf in den Nacken, was vielleicht angenehm ist, oder ihr bleibt gerade. Je nachdem, wie es euch erwarten kann. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Einatmen, Kopf kommt nach vorne, kann ruhig hängen, was angenehm ist. Ausatmen nach hinten. Und noch 3-mal im eigenen Tempo. Sucht immer den Atem und die Bewegung zusammenfließen lassen. Und dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Wir checken gleich nochmal, sind die Schultern wieder weg von den Ohren und der Rücken gerade. Und dann kommen unsere Schultern ran. Wir beginnen einmal mit Kreisen. Das heißt, mit der Einatmung kommen die Schultern nach vorne. Und mit der Ausatmung kreisen wir nach hinten. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Und dann wechseln wir die Richtung. Einatmen nach hinten. Ausatmen. Üben vorne. Einatmen nach hinten. Ausatmen. Einatmen nach hinten, ausatmen nach vorne und nur 3-mal im eigenen Tempo. Und dann probieren wir das mit den Schultern im Gegengleich bewegen. Einen Tritt nach vorne, einen nach hinten. Für es am leichtesten, wenn man die Schultern erst nach oben zieht und dann eine nach vorne und eine nach hinten. Dann haben wir die Richtung wechseln. Und wieder mit der Atmung fließen lassen. In der Mitte. Und da kommen jetzt noch unsere Finger dran. Wir geben einmal unsere Hände nach vorne und beginnen mit der Bewegung. Und dabei sollte sich das anhören, wie wenn es klatscht so ein bisschen. Und dann steigern wir das Tempo ein bisschen und bringen die Arme auf die Seite, nach oben und vom Tempo her nicht nachlassen, nach vorne, auf die Seite, nach oben und das Geräusch vom Klatschen sollte nie aufhören und das Tempo bleibt das gleiche, auf die Seite, nach oben, es wird anstrengend, nach vorne, auf die Seite, nach oben und nochmal nach vorne und Arme nur auf die Seite, nach oben und nach vorne und ausschütteln. Und dann gehen wir
Wellen machen. Vielleicht einmal die Richtung wechseln, aber das kann ich nicht. Und dann Regentropfen wegspritzen. Seitlich. Oben. Vorne. Und nochmal ausschütteln. Okay. Unsere Schultern, unseren Nacken, unsere Handgelenke, unsere Finger sind gut aufgewärmt. Wir kommen einmal vom Sitzen, gehen das Sitzkissen, die Decke oder was immer ihr habt, drunter weg und kommen gemeinsam in einen Vierfußstand. Im Vierfußstand ist ganz wichtig, dass die Ellbogen nicht so durchgestreckt sind, sondern leicht abgewinkelt sind. Und wir fallen nicht in ein Hohlkreuz, sondern einen schönen geraden Rücken. Und unsere Knie und unsere Handgelenke sind in einer Linie. Und dann können wir mal mit dem Einatmen uns in einen schönen Katzenbuckel schieben. Ausatmen, den Rücken gerade lassen oder durchhängen lassen und mit dem Kopf ein bisschen an die Decke schauen. Einatmen, einen Katzenbuckel machen. Ausatmen. Durchhängen bei der Kuh. Einatmen in den Katzenbuckel. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und das Kind kann dreimal wiederholen in euren eigenen Tempo. Einatmen in einen Katzenbuckel. Ausatmen. Dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Und jetzt schiebt einmal die linke Hand fest nach vorne. Die Fingerspitzen wollen ganz nach vorne. Und der rechte Fuß will nach hinten. Die Ferse schiebt ordentlich nach hinten. Und wie wenn euch wer auseinanderziehen würde. Fest Spannung aufbauen und ausatmen. Ellbogen und Knie treffen sich und wir ziehen wieder auseinander und Ellbogen und Knie treffen sich auseinander und treffen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und ein letztes Mal und wir ziehen nochmal ordentlich uns fest auseinander und legen ab und kurz entspannen im Vierfüßler. Schaut mal, was für Bewegung jetzt kurz dazwischen wichtig ist. Und dann kommt die rechte Hand nach vorne und der linke Fuß nach hinten und vorne und hinten wird an uns gezogen und wir spannen alles an, machen alles fest und Ellbogen und Knie trifft sich auseinander. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Ein letztes Mal. Und noch fest machen wir es. Gut auseinanderziehen. Spannung aufbauen. Und ablegen. Und ihr dürft in euer erstes Kind kommen. Die Stirn liegt ab. Die Hände kommen entweder nach vorne oder nach hinten. Du kannst die Knie bis aufmachen
Und kurz entspannen im Kinn. Einen tiefen Atemzug nur im Kinn nehmen, einatmen, ausatmen und dann schön und langsam Wirbel für Wirbel hoch. Der Kopf kommt ganz zum Schluss und dann kommen wir gemeinsam vorsichtig ins Stehen und ans vordere Ende der Matte. Und wir grüßen gemeinsam die wundervolle Sonne, die in letzter Zeit so viel für uns scheint, Gott sei Dank. Wir beginnen mit Sonnengrüße. Dabei kommen wir mal in einen hüftbreiten Stand. Achtung, schaut mal genau, wo ist eure Hüfte, wo sind meine Hüftknochen. Und dann geht's los. Einatmen, Hände über den Kopf, ausatmen. Wir kommen mit einem geraden Rücken und abgewinkelten Beinen nach unten in eine volle Vorwärtsbeuge. Das heißt, unsere Hände liegen auf der Matte. Ausatmen, halbe Vorwärtsbeuge, wir schauen nach vorne. Einatmen, nach unten in die volle Vorwärtsbeuge kommen. Einatmen, rechts steigt zurück. Ausatmen, links steigt dazu und wir kommen in ein Brett und halten da kurz die Luft an. Und dann kommen die Knie runter. Brust und Stirn liegt ab. Und wir ziehen uns durch in eine Kobra. Achtung, Hände kommen kurz weg, was egal ist fest. Und durchziehen in den ersten herabschauenden Hund. Der Kopf will nach oben, die Fersen nach unten und unser Rücken bleibt ganz gerade. Einatmen, rechts schiebt nach hinten oben. Ausatmen, nach vorne durchsteigen. Einatmen, links dazu. Ausatmen, volle Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, wir kommen nach oben. Ausatmen, Hände nach vorne. Einatmen, Hände nach oben. Ausatmen, wir kommen gemeinsam nach unten. Halbe Vorwärtsbeuge. Ganze Vorwärtsbeuge. Links, rechts, Brett, Knie, Brust, Kinn, durchziehen, Kobra und zurückschieben in den Hund. Walk your dog. Bewegungen machen, die sich gut anfühlen. Links zurück, nach vorne, rechts dazu, volle Vorwärtsbeuge, halbe, nach oben kommen und Hände vors Herz. Und zweite Runde. Nach unten, halbe Vorwärtsbeuge, volle, rechts nach hinten, links dazu, ins Brett, Knie, Brust und Stirn, Kobra und in den Hund. Nochmal kurz bleiben im Hund ohne bewegen. Und atmen. Und rechts zurück, nach vorne, links dazu und volle Vorwärtsbeuge, halbe Vorwärtsbeuge und nach oben kommen. Einatmen, Hände nach oben, ausatmen, wir kommen nach unten. Volle Vorwärtsbeuge, halbe Vorwärtsbeuge,
nach unten. Links steigt zurück, rechts steigt dazu ins Brett. Knie, Brust und Stirn. Kobra und Hund. Links zurück, links nach vor, rechts dazu. Volle Vorwärtsbeuge, halbe Vorwärtsbeuge und nach oben kommen. Zum Schluss würde ich nur eine Runde schnell machen, ohne dass ich mitsprich. Und los. Und dann stellen wir uns mattenbreit her. Hände, Handflächen nach vorne und nachspüren. Spüren, wie der Atem schneller geht, das Herz schneller wird, uns warm wird. Und nachspüren. Und dann kommen wir wieder in einen hüftbreiten Stand und steigen wir mit dem rechten Bein einen kleinen Schritt zurück. Unsere Arme kommen nach oben und wir kommen in den Krieger 1. Das bedeutet, unsere Hände sind ganz knapp an den Ohren. Unser Becken schiebt ein bisschen nach vorne, unser Rücken ist ganz gerade, die Schultern sind weg von den Ohren und die Arme kommen an die Ohren. Und dann atme da mal ein- und ausatmen. Und dann machen wir unseren Schritt ein bisschen größer. Unser hinterer Fuß schiebt ein bisschen nach auf, klappt auf. Und dann versuchen wir, dass sich da eine sitzt, vordere Fuß beugt. Und unsere beiden Hände kommen nach oben. Die vordere Hand kann die Handfläche nach oben schauen. Wir sind in Krieger 2. Dann kann man ganz stolz über seine vordere Hand nach vorne schauen und ein bisschen tiefer noch einsitzen. Ferse und Ferse ist in einer Linie, Becken bleibt nach vorne und dann atme da. Zur Spannung bis in die Fingerspitzen. Und dann legt die linke Hand nach vorne ab, die rechte kommt nach oben. Und da wieder atmen und in die obere Handfläche schauen, vielleicht, wenn es geht. Und sonst bleibt der Blick nach vorne gerichtet. Und dann greifen wir auf unseren hinteren Oberschenkel mit der rechten Hand
Und die linke Hand zieht nach oben. Wir schauen wieder in unsere Handfläche. Und atmen. Und dann kommen wir nach vorn, wie so ein Windrad. Legt zuerst die linke Hand ab, dann die rechte Hand. Und wir kommen auf unsere Zehenspitzen. Und dann greifen wir wieder auf die linke Seite. Und der linke Fuß kann dann ein bisschen so abknicken. Wir kommen in eine Taube. Wir machen unseren Rücken gerade und schauen nach vorne. Wer will, kann da auch die Zehenspitzen hinten aufstellen und das Knie wegbringen. Schultern weg von den Ohren. Und dann legen wir die Hände wieder ab auf die Matte. Der linke Fuß kommt auch zurück und wir kommen in einen Hund. Wir finden da mal unseren Hund. Die Fersen ziehen weg auf den Boden, der Bob schwirrt zum Himmel hoch und dann kommt mal das rechte Bein nach oben und zieht durch in die Mitte. Nach oben, in die Mitte, nach oben, in die Mitte, nach oben, zum rechten Ellbogen, nach oben, in die Mitte, nach oben, zum linken Ellbogen, nach oben, in die Mitte, zum rechten Ellbogen, nochmal in die Mitte, nach oben und zum linken Ellbogen ablegen und in ein Kind. Und da entspannen, Stirn liegt ab. Die Hände weit nach vorne. Und atmen. Einmal tief einatmen, ausatmen, kommen wir ganz langsam wieder nach oben. Vorsichtig wieder ins Stehen. Und dann gehen wir wieder nach vorne auf zur vorderen Matte. Und dann steigt rechts, links ein Stück zurück. Und dann kommen die Hände nach oben. Wir sind wieder im Krieger 1. Die Hände liegen an den Ohren. Und das Becken kommt ein bisschen nach vorne. Der Rücken ist gerade. Und atmen da im Krieger 1. Und dann öffnen wir, steigen hinten zurück, drehen auf, den linken Fuß, der rechte Fuß beugt. Achtung, das Knie kommt nie über unser Sprunggelenk. Wir sehen immer unseren großen Zeh und dann sitzen wir uns da mal tief rein. Die vordere Hand zeigt die Handfläche nach oben. Mit stolzem Blick über die vordere Hand und atmen.
Augen schließen. Und dann beugt der rechte Arm auf den rechten Fuß. Der linke Arm zieht nach oben. Blick in die linke Handfläche oder nach vorne. Atmen. Und dann ziehen wir zurück auf unseren Oberschenkel hinten und die rechte Hand kommt nach oben. Und wir schauen in unsere rechte Handfläche. Und dann kommen wir wieder wie ein Windrad nach vorne. Rechts neben den rechten Fuß stellen, links liegt ab. Und der rechte Fuß klappt ein. Wir kommen in eine Taube auf unsere Fingerspitzen und wir richten uns auf. Wer will, kann auch noch das Knie weggeben und die Zehenspitzen aufstellen. Und atmen. Schultern weg von den Ohren. Eine super schöne Hüftöffnung. Und im nächsten Einatmen kommen unsere Handflächen wieder auf die Matte. Unser rechter Fuß steigt zurück in den Hund. Und dann kommen wir mal wieder an im Hund. Popsch wieder nach oben. Und die Fersen nach unten. Noch einen geraden Rücken. Der Nacken ist ganz entspannt. Und dann schiebt der linke Fuß nach hinten und kommt in die Mitte durch. Nach hinten, in die Mitte durch. Nochmal nach hinten und durch die Mitte durch. Nach hinten, zum linken Ellbogen. Nach hinten, in die Mitte. Nach hinten. Zum rechten Ellbogen, nach hinten, zum linken Ellbogen, nach hinten, durch in die Mitte und nach hinten, zum rechten Ellbogen, nach hinten, nochmal zum linken und zurück, einmal nach in die Mitte. Zurück und zum rechten Ellbogen. Nochmal zurück und ablegen. Und ins Kind kommen, entspannen. Und atmen. Und dann nochmal einatmen. Beim Ausatmen kommen wir wieder nach oben, ganz langsam Wirbel für Wirbel vom Kind in die Aufrichtung. Und unsere nächste Übung sind die Dolphin Dips. Das ist die Vorbereitung für den Kopfstand. Für die Yogis, die schon den Kopfstand praktizieren, können jetzt in den Kopfstand gehen. Ich mache jetzt zuerst die Dolphin Dips, erkläre die dann nochmal und dann nochmal den Kopfstand Schritt für Schritt. Für die Dolphin Dips gehen wir mal unsere Ellbogen auf die Matte, umgreifen die Ellbogen und klappen auf und verankern unsere Finger vorne. Und dann kommen wir wie in einem Hund auf unsere Zehenspitzen und die Dolphin Dips. Wir gehen so, dass unser Brustbein zu unseren Fingern will. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Und kurz im Kind dazwischen entspannen. 2 Atemzüge.
Und dann kommen wir nochmal nach oben, checken nochmal unsere Position für unsere Dolphin-Dips. Ellbogen umgreifen, aufmachen, verankern und nach hinten kommen. Und jetzt wechseln wir uns ab nach vorne und zur Seite. Nach vorne und nach links. Nach vorne und zur Seite, zur Mitte und nach links. Und Kind. Und wer will, kann das jetzt nur mal zweimal wiederholen. Und ich erkläre dann nochmal den Kopfstand. Dafür umarmen wir auch unsere Ellbogen. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir da keine Bewegungen mehr machen, das heißt, der Abstand bleibt. Wir verschränken auch unsere Finger. Dann kommt der Kopf da rein. Und wir heben uns mal hoch auf die Zehenspitzen, wandern ganz nach vorne, schauen wir mal, ob wir da abheben können, machen wir Backerl uns, Kopf absch nach hinten und dann ganz langsam Füße nach hinten und aufmachen. Wer will, kann jetzt nur die Füße öffnen. Grätschen. Nach vorne grätschen. Und jeder bleibt so lange er will im Kopfstand. Und noch ein Kopfstand. Ins Kinn sofort. Entspannen. Und atmen. Und wir lassen den Kopfstand gleich hinter uns. Wir lassen auch die Dolphin-Dips gleich hinter uns. Wir atmen nochmal ein und aus. Und im nächsten Einatmen kommen wir schon nach oben wieder. In unser letztes Asana, unser Drehsitz. Dafür kommen wir mal ins Sitzen, in einen Langsitz. Und dann klappt einmal das linke Bein nach innen und das rechte Bein steigt drüber. Achtung, unsere Sitzbeinhöcker sind beide auf der Matte. Wir richten uns auf, machen einen geraden Rücken, Schultern weg von den Ohren. Und dann atmen wir mal ein. Ausatmen, linke Hand übers rechte Knie, so wie wenn es ein bisschen ein Hebel war. Und rechts greift zurück am Boden. Einatmen, wir bringen nochmal Länge in den Rücken. Ausatmen, wir kommen in den Twist. Einatmen, nochmal Länge in den Rücken. Ausatmen in den Twist. Nochmal einatmen, Längen. Ausatmen. Bisschen mehr in die Drehung. Und dann so atmen. Mit der nächsten Einatmung kommen wir mal wieder nach vorne. Und machen kurz eine Gegenbewegung. Und dann kommen unsere Beine wieder nach vorne. Und jetzt klappt das rechte Bein ein und das linke Bein steigt drüber. Sitzbeinhöcker sind wieder beide auf dem Boden. Wir machen die Schultern weg von den Ohren. Gerader Rücken, einatmen, Hände nach oben, ausatmen rechts übers linke Knie, ein kleiner Hebel und einatmen, links greift zurück. Ausatmen,
Einatmen, Länge in den Rücken bringen, ausatmen in die Drehung. Einatmen, Länge in den Rücken, ausatmen, Drehung. Einatmen, nochmal Länge in den Rücken bringen. Ausatmen, ein bisschen mehr in die Drehung. Und dann da bleiben und atmen. Und im nächsten Einatmen kommen wir wieder nach vorne. Machen wir eine kurze Gegenbewegung. Und dann kommen die Füße nach vorne. Wir schütteln mal aus. Das war schon das letzte Asana. Ihr könnt euch eine Decke holen, Socken anziehen und bereit machen für das letzte Shavasana. Für das letzte Shavasana kommt es wieder auf den Rücken. Die Fersen zeigen zueinander, die großen Zehen schauen voneinander weg. Die Handflächen schauen nach oben, die Schultern weg von den Ohren. Dann schaut, welche Bewegung ihr da noch braucht, dass ihr jetzt ein bisschen ruhig liegen könnt. Entweder ihr zieht nur eigene Füße zur Brust oder ihr wippt nochmal hin und her, Kopf bewegen, Schultern nochmal bewegen, vielleicht die Hände nochmal drehen. Und dann kommt ein gemütliches Shavasana. Und dann schickt es ganz viel Energie in eure Füße, eure Zehen. Dann macht es die mal ganz fest, zieht sie zusammen wie so Krallen, ganz fest machen. Ein Stück fester noch ein bisschen fester. Und loslassen. Ausatmen. Und dann Ober- und Unterschenkel und dann brauchst dazu. Versucht, dass das alles ganz fest macht. Anspannen. Ein Stück noch mehr. Und nochmal. Und loslassen. Und eure Ober- und Unterschenkel sind weich und warm und ganz glatt. Und dann versucht, dass den unteren Rücken fest in die Matte drückt. Wirbel für Wirbel in die Matte drücken vielleicht. Die Schultern ein bisschen nach vorne kommen und alles noch ein bisschen mehr. Arme nur ein Stück mehr. Und loslassen. Eure Wirbelsäule ist warm, weich, glatt. Und dann die Hände ein Stück hochheben von der Matte. Feste Fäuste machen, ganz fest machen. Ein Stück fester noch, nur ein bisschen fester. Und loslassen. Und ausatmen. Hände bis in die Fingerspitzen sind jetzt weich und ganz glatt, warm. Und dann zieht es nun eigene Schultern fest zu den Ohren. Ein Stück weiter nur fest zu den Ohren. Nochmal ein Stück weiter. Und loslassen. Und die Schultern sind jetzt ganz locker und entspannt. Und dann stellt euch mal vor, ihr beißt in eine Zitrone. Und wir machen ein klitzekleines Zitronengesicht. Das heißt, wir schieben alles ganz weit zusammen. So. Bisschen noch fester. Und loslassen. Ausatmen, Zunge heraus. Und das ist euer Gesicht ganz entspannt. Keine Verspannungen mehr im Stirnbereich. Das ist ganz locker und leicht. Euer Kiefer ist ganz locker. Keine Verspannungen mehr im Kiefer. Die Zunge liegt ganz locker.
im Mund, sie pickt nicht am Gaumen, sie beruhigt einfach ganz locker im Unterkiefer. Und euer Bauch ist jetzt ganz weich und warm und glatt. Und dann versucht es wieder, dass ihr jetzt für 5 Minuten Ruhe gönnt, ohne dass ihr euch bewegt. Und euren Geist runterfahren, Gedanken hochkommen lassen, nicht ins Grübeln kommen, die einfach weiterschieben, auf eure Atmung hören und ganz entspannt bleiben. Und dabei lese ich euch noch einen kleinen Text vor aus dem Buch Yoga oder die Kunst, sich selbst zu finden. Und zwar heißt es Die Welle des Lebens surfen von Gary Lopez. Die Welle des Lebens ist eine lange, schwer einschätzbare Reise voller Gefahren. Sie konfrontiert uns mit Quallen des Selbstzweifels, roten Fluten aus Schuld und den unvermeidlichen Strömungen der Angst. Haie, stachelige Seeigel, flache, scharfe Riffe, unruhiges Wasser, Seewinde und weitere Gefahren warten nur darauf, uns untergehen oder zerschellen zu lassen. Wie schaffen wir es, die richtige Welle zu erwischen, aufzustehen, die Welle hinunterfahren, die Kurve zu kriegen und den Wellenritt sauber abzuschließen? Yoga lehrt uns, ein Leben in Harmonie mit der Natur zu führen. Der ursprünglichste Lebensvorgang, das Atmen, ist die Grundlage für die Yoga-Praxis. Wenn wir auf der Matte sind und der Atem ruhig und gleichmäßig fließt, fließt auch die Yoga-Übung. Was wir dort lernen, können wir auf alle Lebenslagen anwenden, damit wir immer vom richtigen Flow profitieren. Das Prinzip ist stets das gleiche, auch wenn wir uns ins Feld und Wald bewegen oder mit dem Surfbrett aufs Meer hinaus paddeln. Wir stimmen uns auf den natürlichen Rhythmus des Lebens oder des Meeres ein, um der jeweiligen Umgebung zu harmonieren. Nur auf diese Weise können wir hoffen, integraler Bestandteil der Welt zu sein und nicht außerhalb von ihr zu stehen. Surfen ist so schwierig, weil wir uns dabei einer Welt ausliefern, in der sich alles bewegt und nicht stillsteht. Erfolg stellt sich ein, wenn wir in der Lage sind, im jetzigen Moment zu handeln und konzentriert zu bleiben. Sind wir nicht im Gleichklang mit den natürlichen Wellenbewegungen, kippen wir vom Brett. Bei einer leichten Brandung zahlen wir keinen hohen Preis dafür. Weniger Erfolgserlebnisse und vielleicht weniger Stolz. Aber bei hohen Wellen kann sich Unkonzentriertheit gefährlich und schmerzhaft auswirken. Das eigene Ich in komplette Harmonie mit der Naturgewalten zu bringen, wird am Ende mit Zufriedenheit und einem Erfolgsgefühl ohnegleichen belohnt. Surfen und Yoga sind schöne Metaphern für das Leben. Es hält nie still. Und wenn wir uns nicht mit ihm bewegen, geht es an uns vorbei. Surfen und Yoga lehren uns dem Lebensfluss anzupassen und augenblicksbezogen zu sein. Harmonie im Leben stellt sich ein wie Wellen und Yogasitzungen. Nicht immer in perfekter Form, sondern als fortwährender Prozess, von Moment zu Moment, gemäß den Anweisungen, die wir uns selbst geben und das annehmen, was uns zusteht. Versucht sie nochmal,
euren Atem spürt, ganz natürlich und leicht fließt, ohne dass ihr euch anstrengt. Hände bewegen, Kopf bewegen. Dann findet euch eine Lieblingsseite. Bleibt auf deren kurz und kommt dann langsam, wenn es für euch in Ordnung ist, sitzen. Lasst die Augen geschlossen. Und jetzt beginnen, dass euch eine Hände reibt, ganz viel Wärme erzeugen. Und sucht euch einen Punkt in eurem Körper, der ganz viel Wärme benötigt. Und legt ihn da drauf. Und dann nochmal die Hände gut reiben, ganz viel Wärme erzeugen. Und zum Schluss nochmal auf die Augen, die Wärme fühlen. Und dann die Hände in die Gebetshaltung vors Herz bringen. Und dann schließen wir ab mit Arm und dem Schutzmantra. Hände vor die Stirn für klare Gedanken, vor die Lippen für ganz viele weise und ehrliche Worte, vors Herz für ganz viel Liebe. Om Namah Shivaya, Namastè.